Hamburg, welche mich, nur weil ich nach einem Kopfkissenbezug gefragt habe, auch in das Loch sperren wollten und dann die Türe aufgemacht haben. Komm, raus! Alter, wo bist du? Natürlich bin ich dieser freundlichen Aufforderung der kriminellen Beamten nicht nachgekommen, aber dann kam ein Herr Dominikus, der den Sachverhalt aufklären wollte. Denn diese kriminellen Personen, Subjekte, Unmenschen wollten natürlich mich auch ins Loch befördern lassen. Da habe ich noch mal Schwein gehabt. So, und jetzt übergebe ich das Wort an den Herrn Schreiber. Hey Kollege, lass ein Fenster auf, lass mich hören! Aber ich bin nicht gekommen, Am 16.12. war ich beim Amtsgericht hier in Essen. Wir sind dort mit mehreren Leuten hingefahren, weil an diesem Tag eigentlich eine Gerichtsverhandlung sein sollte. Die Gerichtsverhandlung gegen den Mostafa Bayut. Wir wussten, dass die Verhandlung offiziell abgesagt war, waren uns aber nicht sicher, ob man möglicherweise dennoch verhandeln würde und das Ganze eigentlich nur dazu gedient hätte, die Öffentlichkeit auszuschließen. Man hatte mir einen völlig falschen Sitzungssaal genannt. Du kannst mal sagen, es war A14, ich bin dorthin und natürlich gab es da keine Verhandlung gegen den Herrn Mostafa. Dennoch war der Besuch dieses Sitzungssaals ausgesprochen hilfreich, weil wir haben später mit dem Richter, der Richter Groß, gesprochen, weil Richter Groß bereits einmal ein Strafverfahren gegen den Herrn Mostafa Bayut hatte. Und Richter Groß hat uns also erzählt, dass er diese Verhandlungen gar nicht machen wollte, weil ihm klar war, dass die Vorwürfe damals völlig haltlos waren und völlig konstruiert wurden. Das heißt, es gibt also hier tatsächlich Leute, die Straftaten erfinden, um Herrn Mostafa Bayut zu schaden. Das hat also bei dem Richter Groß nicht funktioniert. Jetzt macht man es hier offenbar mit einem neuen Versuch. Der Leiter der JVA meint also, dass der gute Herr Mostafa Bayut irgendwie unter Verfolgungswahn leiden würde, weil er also glaubt, man sei hinter ihm her, man würde sowas konstruieren. Aber spätestens durch den Richter Groß am Amtsgericht Essen ist mir also klar geworden, dass es tatsächlich so ist, wie das hier so bisher dargestellt wurde. Daher war der Besuch für mich also ausgesprochen hilfreich. Interessant finde ich, wenn man sich die ganze Sache ansieht, wir haben es hier mit Polizei zu tun, wir haben es hier mit Knastbeamten zu tun, wir haben es hier mit Richtern zu tun. Und keiner von denen, kann ich sagen, hat sich bisher mit Ruhm bekleckert. Ich habe hier ein Plakat, wo wir einen, würde man sagen, Rechtsradikalen sehen, der vor der Wohnung von Mostafa Bayut den Hitlergruß vollführt. Aber nicht etwa solche Nazitäter werden eingesperrt, sondern die lässt man laufen. Stattdessen sperrt man dann lieber die Opfer ein. Das ist hier dann dieses Foto. Wir haben auf der anderen Seite, jetzt zum Knast gerichtet, das beschädigte Auto von Mostafa Bayut. Auch hier interessiert das die Polizei recht wenig. Also auch hier ist es nicht so schlimm, die Täter muss man nicht kriegen, sondern es ist lieber besser, das Opfer dieser Sachbeschädigung dann in den Knast zu bringen. Also ich kann hier eine Meisterleistung der Essener Polizei nicht erkennen, auch wenn die jetzt hier sind, um uns zu beschützen, das müssen sie sich halt schon mal mit anhören. Des Weiteren habe ich erfahren, dass am 22.12. die Ehefrau von Mostafa Bayut ihn hier in der JVA besuchen wollte und schon vor ihrer Wohnung von der Polizei aufgelauert wurde. Sie wurde mit einem Handstrahler
vielleicht so eine Magnum-Taschenlampe oder diese Handstrahler, die die in den Polizeiwagen haben, angeleuchtet, geblendet. Und als Frau Bayut sich dann bemüht hat, das Kennzeichen von dem Fahrzeug rauszubekommen, hat man es dann sehr eilig gehabt, abzuhauen, ist mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone und über rote Ampeln gefahren. Legal kann das sicherlich nicht gewesen sein, weil natürlich darf die Polizei bei einem Einsatz mit Blaulicht oder so bei Rot über die Ampel fahren, aber sicherlich nicht, nachdem sie selber irgendwelche unmoralischen Dinge getan haben. Also ganz klarer Fall, die Polizei hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Sehen wir uns mal die Justiz an. Es gab einen ersten Verhandlungstermin, 24. Oktober. Am 20. Oktober hat man also den Mostafa Bayut festgenommen. Das heißt, es ist ja nach deutschem Gesetz so, dass jeder, der in U-Haft ist, ja erstmal unschuldig ist, weil schuldig ist man ja erst dann, wenn man von einem Gericht verurteilt wurde und das Urteil rechtskräftig wurde. Um Unschuldige im Knast, das sieht man nicht so gerne, möglichst zu verringern, gibt es dann in der U-Haft ein sogenanntes Beschleunigungsgebot. Das heißt, wenn jemand in Haft sitzt, muss also das Gericht besonders schnell arbeiten. Am 20. verhaftet, am 24. eine Gerichtsverhandlung, da kann man ja nicht meckern. Da hätte keiner was gegen gehabt, da hätte man gesagt, okay, das ist okay, aber nein, was macht die Justiz? Kaum ist der Mann in Haft, da wird der Termin verschoben. Verschoben wurde er auf den 16.12., also um rund 2 Monate. Interessanterweise hat man dann am 15.12. den Termin wieder aufgehoben und erneut verschoben, nun auf den 20. Januar. Und irgendwie habe ich mir unter einem Beschleunigungsgebot etwas völlig anderes vorgestellt. Also nicht, dass man jemand 3 Monate länger im Knast hält, als es unbedingt sein müsste. Irgendwie verstehe ich vielleicht die deutsche Sprache dann auch nicht mehr, aber Beschleunigungsgebot war für mich was anderes. Das kann ja auch eine Verzögerung sein. Das hast du aber gut erkannt. Ja, aber HPS war, kommt aus 8, deswegen steht da ja A dran, wa? So, interessant ist natürlich, mit welcher Begründung man die Verhandlungen am 16.12. abgesagt hat. Denn der Mostafa Bayut befindet sich seit Oktober im Hungerstreik. Aus diesem Grund wurde er von der JVA Essen ins Justizvollzugskrankenhaus nach Frönnenberg verlegt. Und am 15.12. haben wir dann also erfahren, dass man die Verhandlungen abgesagt hätte, weil der Mann nicht verhandlungsfähig und nicht transportfähig sei. Ja, das klingt natürlich auf den ersten Blick ziemlich logisch, dass jemand, der seit 2 Monaten im Hungerstreik ist, nicht transportfähig ist und nicht verhandlungsfähig, scheint durchaus möglich zu sein, vielleicht sogar wahrscheinlich. Ich frage mich allerdings, warum man dann den Termin auf den 20. Januar verlegt, weil nach einem Monat Hungerstreik mehr wird das ja sicherlich nicht besser sein. Aber viel schlimmer ist, dass es so eine Art vorweinliche Wunderheilung gegeben haben muss, denn ein Tag danach, am 17.12., da war dann Professor Dr. Mostafa Bayut plötzlich wieder transportfähig. Denn man hat ihn mal eben vom Justizvollzugskrankenhaus hier zurück in die JVA, in die Krawele, in diesen Folterknast zurückverlegt. Und das verwundert schon, wenn also jemand am 16. nicht transportfähig war, dass er dann nach einem Tag Hungerstreik mehr plötzlich wieder transportfähig gewesen sein sollte. Laut Justizvollzugskrankenhaus gab es aber nie einen Attest, dass er nicht verhandlungsfähig, nicht transportfähig sei, denn laut Justizvollzugskrankenhaus ist man tatsächlich ungefähr 14 Tage vor dem Termin gefragt worden und hat gesagt, dass man keine Glaskugel hat, dass man nicht sagen könnte, was in 14 Tagen ist. Wie also das Gericht nun auf die Idee kommt, der Mann sei am 16. nicht transportfähig, nicht verhandlungsfähig, ist völlig rätselhaft, zumal er ja an diesem Tag in der JVK im Frönnenberg sogar 1 Stunde in der Freistunde war. Wie gesagt, am nächsten Tag die Wunderheilung, er konnte zurückgebracht werden in die JVA Essen und die Mediziner in Frönnenberg sagen also, die Zurückverlegung sei nicht aus medizinischen Gründen erfolgt. Abgekaspert sei dies zwischen
dem Justizvollzugskrankenhaus der Leitung und der Leitung hier der JVA Essen. Es spricht einiges dafür, dass es tatsächlich keine medizinischen Gründe für die Zurückverlegung gab, denn man muss sich schon fragen, wenn also jemand jetzt wochenlang im Justizvollzugskrankenhaus war und weiter dort gehungert hat, bis sich da sein Gesundheitszustand hätte bessern sollen. Ich habe gehört, in Fröndenberg hatte er einen Rollstuhl, weil er eben so geschwächt ist. Hier in diesem Folterknast in der Krawele verweigert man ihm den, man zwingt ihn zu laufen, obwohl er dies also nach über 2 Monaten Hungerstreik kaum noch in der Lage zu ist, teilweise ohnmächtig wird, schwindelig wird, ohnmächtig wird, aber man verweigert ihm hier den Rollstuhl, man zwingt ihn zu laufen. Am 17. ist er also hier zurückgekommen und am Tag drauf, am 18. war der Notarzt hier und hat also angeordnet, dass er sofort ins Krankenhaus kommt. Da ist es schon sehr verwunderlich, dass er am Vortag doch noch so gesund war, dass man ihn vom Justizvollzugskrankenhaus zurückverlegen konnte in die JVA Essen. Also irgendwie stellen sich hier verdammt viele Fragen auf, hier kann so vieles einfach nicht stimmen. Im Krupp-Krankenhaus hat man dann festgestellt, dass Dr. Bayut sofort operiert werden müsste. Aber er befindet sich ja trotzdem weiter hier und wenn wir jetzt einen Verhandlungstermin 20. Januar haben, der wie gesagt ganz deutlich gegen das Beschleunigungsgebot verstößt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann das nicht überleben wird bis dorthin, ziemlich groß. Offenbar hofft man oder freut sich sogar darauf. Wir haben gerade schon gehört, was hier also für widerliche, menschenverachtende Sprüche hier das Knastpersonal von sich geben soll. So liegt mir hier vor, dass da jemand gesagt hat, Arschloch, du wirst sterben. Wenn der Hunger es nicht schafft, kannst du dich aufhängen. Und wenn du es alleine nicht schaffst, werden wir dir dabei helfen. Der Teufel, der Teufel! Wir haben heute den 2. Weihnachtsfeiertag, also den 26.12. Und ich bin der Meinung, wenn man nicht heute an Weihnachten auf die Straße geht, um ein Menschenleben zu retten, wann dann? Deswegen sind wir hier. Ja, ich bin für alle hier! Und Für alle! Ich hol ihn zurück! Und deswegen demonstrieren wir hier, müssen wir ein bisschen Krawall machen und wir werden auch ein bisschen öfters wiederkommen. Da könnt ihr sicher sein! Mal gucken, ob ich noch was hier finde, auf der anderen Seite vielleicht. Dr. Bayut hat bei einem Besuch, jetzt machst du mir gerade die Seite weg, die ich lesen wollte, hatte bei einem Besuch klar erkannt, man kann sich nicht vorstellen, was für Menschen im Knast arbeiten. Sie haben keine Herzen, sie haben Steine oder Stahl. Und eigentlich ist es auch genauso. Ich kenne also diese JVA auch persönlich, war mal 49 Tage in Unbeugehaft. Sie haben ja immer gemeint, das sei Beugehaft, aber ich habe mich ja nicht beugen lassen. Ich sollte damals eine eidesstattliche Versicherung abgeben, das habe ich nicht getan. Ich weiß also sehr genau, dass in unserem Land Gesetze nur noch dazu da sind, dass wir und der Bürger sich daran zu halten haben, dass aber hier das Beamtentum also regelmäßig meint, für sie gelte das nicht. Ich war also diese 49 Tage in U-Haft, in sogenannter Beugehaft. Laut Gesetz darf man da mit Strafgefangenen gegen seinen Willen nicht gemeinsam untergebracht werden. Das hat die Jungs hier mal gerade einen Dreck interessiert. Laut Gesetz steht dem Zivilgefangenen das Tragen eigener Kleidung zu. Auch das hat die mal gerade einen Dreck interessiert. Es ist also grundsätzlich immer nur so, dass Sie also hier meinen, Sie wären weiß Gott wer und dass die Gesetze für Sie nicht gelten. Deswegen kann ich also das durchaus glauben, was hier also gesagt wird. Auch wenn Dr. Mostafa Bayut also sagt, Sie foltern mich, Sie quälen mich, Sie versuchen mich umzubringen, Sie versuchen mich in den Tod zu treiben. Das ist aus eigener Erfahrung durchaus glaubhaft.
Es ist ja erstaunlich, ich eröffne es auf meiner Internetseite beamtendumm.wordpress.com ja relativ häufig, Todesfälle in der JVA, wo die Leute sich immer aufhängen, weil sie die Zustände nicht ertragen. Und wir lesen dann in der Zeitung, wie sehr da die Beamten von dem Tod des Gefangenen mitgenommen sind. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Da sind sie alle richtig fertig. So lese ich das regelmäßig in der Zeitung und ich bezweifle das schon seit langem. Ich habe da also schon öfters was zu geschrieben. Wenn wir aber dann solche Sprüche hören, ich darf es nochmal wiederholen, Arschloch, du wirst sterben. Wenn der Hunger es dich schafft, kannst du dich aufhängen. Wenn du es nicht alleine schaffst, werden wir dir dabei helfen. Und ich nehme euch mit, schon alleine für diese Worte. Da ist also wohl klar, dass die Betroffenheit bei einem Todesfall so groß nicht sein kann, denn es wird ja offenbar relativ noch gefördert. So, wir haben also jetzt das Thema Polizei durch in diesem Thema, wir haben das Thema durch hier mit den Knastbeamten und die Richtergeschichte ist ja auch schon durch. Für mich, möchte ich noch kurz sagen, gehört diese Richterin längst abgesetzt, ich würde sie also wegen Befangenheit ablehnen. Weil, wie gesagt, diese Richterin arbeitet ganz offensichtlich auch darauf hin, dass es nicht mehr zu einem Prozess kommt, dass also Professor Dr. Mostafa Bayut schon vorher die Löffel abgibt und damit eine Verhandlung entbehrlich wird. Mal gucken, was mit dem Termin 20. Januar ist, vielleicht verschiebt man den ja wieder. Interessant ist auch, dass es ständig neue Haftbefehle gibt, neue Begründungen dazu. So ist also eine Haftbeschwerde gar nicht mehr möglich. Es gab eine Haftbeschwerde, die beim OLG anhängig war. Ganz komischerweise, merkwürdigerweise ist zwischendurch die Akten verschwunden, sodass man die nicht bearbeiten konnte. Natürlich zulasten von Professor Dr. Mostafa Bayut. Als man dann die Akte wiedergefunden hat, konnte man den Haftbefehl nicht mehr bearbeiten, weil die Richterin des Amtsgerichts einen neuen Haftbefehl erlassen hatte. Zunächst war ja Verdunklungsgefahr angegeben worden, jetzt behauptet man plötzlich eine Fluchtgefahr. Fluchtgefahr ist schon sehr merkwürdig, der Mann ist verheiratet, hat eine feste Wohnung, hat 2 Kinder und deswegen argumentiert die Richterin mit einer zukünftigen Fluchtgefahr. Einer zukünftigen Fluchtgefahr, für die die Richterin selber gesorgt hat, also die sie selber konstruiert hat. Denn wie gesagt, im Moment hat er alles, feste Wohnung, Frau, 2 Kinder. Da man aber den Termin auf den 20. Januar verschoben hat und die Familie am 20. Januar möglicherweise kein Zuhause mehr hat, weil dort eine Zwangsräumung stattfinden soll, hat man jetzt mit diesem zukünftigen Termin jetzt die angebliche Fluchtgefahr begründet. Ich finde das sehr kreativ, aber rechtlich doch äußerst bedenklich. Danke.